FEC könnte wegen 1.5 einer der volleren werden, oder? FEC war bisher immer voll. Es gab noch keinen, der nicht voll war. Was gab? Speedy Sparks? Aber ja. Naja, ob er der vollste wird, sag ich mal, ist eigentlich relativ egal. Es wird vermutlich der für Gala mit den höchsten Einnahmen, würde ich persönlich meinen. Und, ja. Vielleicht auch der erste, bei dem sich tatsächlich was ändert, im Sinne von, dass ja 190 deutlich schwieriger ist als 166. Also vielleicht erhöhen sie die XP-Raten oder, keine Ahnung. Vielleicht ändert sich was. Also es ist nicht wahrscheinlich, es ist sogar eher unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit wäre da, weil, wie gesagt, 190 schon deutlich schwieriger, beziehungsweise einfach deutlich länger dauert als 165 unter den gleichen Bedingungen. Und viele Leute schon mit 165 gestruggelt haben. Also, dass es halt einfach schon lange gedauert hat, bis wirklich mal alle 165 waren. Das dauert schon eine Weile. Und jetzt sind es nochmal 25 Level mehr, die du dann theoretisch in der gleichen Zeit machen müsstest. Das ist natürlich schon nicht wenig. Und der Sinn vom FEC ist ja eigentlich, dass der Levelprozess, oder was heißt der Sinn, aber der Hintergrund vom FEC ist ja eigentlich, dass der Levelprozess stark beschleunigt wird. Klar, das hast du, auch mit den aktuellen Raids. Aber die wollen ja eigentlich, dass du dir das Equipment farmst und dann Geld fürs Upgraden ausgibst und so. Also, klar wollen die auch Kohle mit der Red Flask machen, FEC Flask, whatever. Aber ich denke, der FEC ist vor allem schon, also sowohl für die Spieler als auch für Gala, der Hauptfaktor ist einfach das Upgrading, das neue Equipment sicher spielen, upgraden und so weiter. Dann natürlich auch in Gold die bessere Version des neuen Equipments zu holen. In der auch wahrscheinlich besseren Optik etc. Also, das ist ja eigentlich so der, also dieses spezielle Equipment ist das Einzige, was du auf dem normalen Server nicht bekommst. Bei einfach nur 190 kannst du ja auch auf dem normalen Server machen. Deswegen könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, dass sich was ändert. Ist natürlich ein bisschen auch Wunschdenken einfach, weil das Leveln, unabhängig davon, wie viel XP man bekommt, halt jetzt einfach nicht so ultra spannend ist. Vor allem nicht, wenn man halt schon viele Charakter auf einem hohen Level hat, so wie jetzt ich zum Beispiel. Ja, dann hast du es halt alles schon mal gesehen, dann ist es jetzt halt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt nochmal 100.000 Stunden leveln. Habe ich ja schon mal gemacht. Einmal im Jahr ist zwar okay, deswegen spiele ich auch wirklich immer nur einen neuen Charakter im Jahr. Das ist immer FEC. Achso, lohnt sich die Master Quest? Wenn du die Stat-Page brauchst, ja. Genau. Also, ich persönlich hoffe, dass es vielleicht am FEC-System sozusagen die eine oder andere Änderung gibt. Vor allem, was halt XP einfach angeht, dass die ein kleines bisschen den XP-Bonus erhöhen. Oder die Penya Flask und Red Flask. Keine Ahnung. Ich meine, wahrscheinlich würden sie es über die Flasks regeln, dass die dann einfach ein kleines bisschen besser sind, damit ihnen da keine Kohle durch die Lappen geht. Aber wäre auch okay, sag ich mal. Sofern sie halt auch die Penya Flask anpassen, hätte ich damit jetzt grundsätzlich auch kein Problem. Wie sie das genau machen, wäre mir persönlich sogar egal. Die schlechteste Form könnte halt sein, wie gesagt, das ist alles nur reine Spekulation, wir wissen gar nichts. Aber die schlechteste Form, wie sie was ändern könnten, wäre tatsächlich, dass sie die Zeit des FECs einfach verlängern. Also sie so sagen quasi, ja, das ist uns auch schon sozusagen in den Sinn gekommen. Klar, 25 neue Level in einem Levelbereich, wo man zwar verhältnismäßig schnell levelt durch die Dailies und halt auch Kailun ziemlich viel XP gibt, aber es sind trotzdem mehr Level. Also selbst wenn du für jedes Level nur eine Stunde bräuchtest, wären es trotzdem mindestens 25 Stunden mehr Leveln, weil es 25 weitere Level gibt. Ist einfach so. Also grundsätzlich jetzt mal betrachtet. Und könnte Gala auch sagen, ja, das haben wir uns schon gedacht, oder ja, das haben wir schon auf dem Schirm. So mehr oder weniger. Und deswegen geht der FEC jetzt 7 Monate. Oder irgendwie so. Das wäre für mich persönlich der Worst Case. Das wäre für mich persönlich Wurstkäse.
Aber wie gesagt, alles Spekulation. Hat man mit Flask nicht direkt 30 Tage Dreifach-Raids? Ja. Bei den Dreier-Raids bist du doch gefühlt nach 3 Stunden Level 60, das ist schon ziemlich fast irgendwie. Ja, aber Level 60 ist ja nicht das Problem. Wir reden hier von Level 165 bis 190. Dass Level 60 nicht lange dauert, hat da nie jemand gesagt. Und wie bereits gesagt, du gehst ja nicht auf den FEC, um dann zu leveln. Das ist ja nicht, warum du dort bist. Du bist dort rein wegen Equipment, wegen Farmen. Also ja, das Leveln ist Teil davon. Aber die meisten Leute haben ja schon Charakter. Denen ist das Equipment deutlich wichtiger als das Level. Und wie schon gesagt, dass 190 deutlich länger dauert als 165, ist einfach eine objektive Tatsache. Und entsprechend kann man ja theoretisch spekulieren darauf, dass dann die allgemeine Geschwindigkeit, in der man 190 erreicht, etwas, oder in der man das Endgame erreicht, Maximallevel, etwas erhöht wird. Damit Gala halt keine Leute an den Grind verliert sozusagen, oder kein Geld. In dem Sinne, weil Leute sagen, das dauert mir halt einfach zu lange, ich schaffe das nicht in so kurzer Zeit auf 190. Und deswegen spiele ich nicht oder irgendwie so. Wie lange habe ich gebraucht? Also ich sag mal 165 direkt würde jetzt tatsächlich schneller gehen. Das ist das, was AO8 sagt. Also ich sag mal, ab 155 würde jetzt der durchschnittliche oder auch Free-to-Play-Spieler wahrscheinlich auf Kylun wechseln. So 150 ist noch zu früh, da sind die Viecher 12 Level über dir. Also spätestens, ja so ähnlich wie bei Asria zu Korall. Ja, so 135 ist ja Asria Korall. Der Change. Ja, Kylun vielleicht ein kleines bisschen früher. 150 plus, sag ich mal. Also vor allem die Level-Ups 160 bis 65, die bisher die längsten waren. Die werden jetzt viel schneller gehen, das stimmt schon. Aber dann hast du ja trotzdem auch wieder die Level 180 bis 190, die dann auch verhältnismäßig wieder auch nicht sehr viel schneller sind als damals 160 bis 165 und so. Also die insgesamte Zeit, die ist auf jeden Fall 1000%ig länger. Es gibt gewisse Bereiche, die sind dann besser. Wie gesagt, so 150 plus in dem Bereich. Sobald du halt nach Kylun gehst, steigt die XP dramatisch an. Das ist natürlich nice. Aber dafür gibt es ja auch den Levelbereich 180 bis 190, der wiederum genauso ätzend ist eigentlich, weil da kriegst du ja dann nicht mehr so extrem viel XP. Weder durch Dailies noch durchs Leveln, weil das ja das neue Endgame-Maximallevel ist. Genau. Klar muss man nicht Maximallevel sein, schon klar, aber viele wollen das halt trotzdem. Ich meine, ist einfach so. 165 musste man auch nicht sein und trotzdem haben es viele Leute innerhalb von kurzer Zeit machen wollen oder wollten es grinden. Gibt ja auch Level-Reach-Belohnungen, davon mal abgesehen. Die wollen ja auch viele Leute haben. Und, yeah. Also ich bin hoffnungsvoll, positiv gestimmt, dass vielleicht eine kleine Grind-Erleichterung, und vor allem, ich rede hier auch nicht von irgendwie 100% mehr oder so. Ich rede hier wirklich von 10, 20, 30%. Also zum Beispiel die Penya Flask gibt ja 50% XP, dass sie das auf 60 oder 75 erhöhen und so weiter. Also ich rede jetzt hier nicht von hunderten Prozenten oder so. Das ist sowieso wenig, sag ich mal. Also schon 10%, weil das ist das, was du sagst. Hier, Level 60, das dauert doch gefühlt nur 3 Stunden. Das mag schon sein. Aber wie gesagt, Level 60 ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist so ab Asria, ab Coral Island, wo du halt dann doch für jedes Level-Up auch auf dem FEC ein paar Stunden brauchst. Oder auf jeden Fall über 1 Stunde. Das zieht sich dann schon ganz schön. Bei so vielen Leveln. Es ist trotzdem grindy. Du hast in der Regel eher schlechteres Equipment, weil du ja komplett neu anfängst. Vor allem als Free-to-Play-Spieler. Hast also auch nicht den Damage, den du jetzt auf Burudeng hättest mit dem Main-Equipment und so weiter und so fort. Alles so Faktoren, die noch mit reinspielen. Und jedes Prozent mehr XP beschleunigt diesen Prozess. Also selbst 10%, wenn du 300 Stunden levelst insgesamt, was actually ziemlich wenig ist, ehrlich gesagt. Also wenn du es in 300 Stunden auf Maximallevel schaffst, das wäre ziemlich schnell.
Also der Rekord wird wahrscheinlich irgendwo so im 300-Stunden-Bereich liegen. Irgendein so ein Suchti, der 24/7 spielt. Oder Account-Sharing macht oder so. Wird es wahrscheinlich nicht sehr viel schneller schaffen als in 300. Nach Serverstart. Und 10% mehr XP würde bedeuten, dass diese 300 Stunden dann wahrscheinlich nur noch, ja, 270 sind. Oder, ja gut, genauso funktioniert es natürlich nicht, aber wenn es nur 5 Stunden weniger sind, so 5 Stunden, die du mehr Zeit hast zum Farmen, zum Giant-Hunten, irgendwas anderes zu machen. Also, ich denke, das ist eine humble Forderung von mir sozusagen und auch einfach nicht unrealistisch. Weil, wie gesagt, am Leveln verdient Gala, glaube ich, das wenigste Geld. Tatsächlich. Also ich glaube, das meiste Geld verdienen sie mit Upgrades und mit PvP-Spielern. Upgrades von jedem, PvE und PvP. Ja, ich meine, mit Leveln verdienen die schon auch Kohle, aber... Ich meine, die Flasks kauft sich sowieso jeder. Und wenn sie nochmal 10% besser machen, die Red Flask, dann kaufen sie ja noch mehr Leute. Also, da kaufen sie ja nicht weniger Leute, dann kaufen sie ja noch mehr Leute gefühlt, also... Würde schon irgendwo Sinn ergeben, aber... Wie gesagt, es ist reine Spekulation, Hoffnung. Kann auch sein, dass sie gar nichts machen. Wäre auch kein Weltuntergang, aber es wäre schon ein bisschen schade. Wir werden sehen. Ja, aber die gibt's doch schon, den Ingo. Penya Flask gibt 50% XP, 50% XP ist 1,5, das ist das gleiche. Und die Red Flask für F-Coins gibt 100%. Das ist reines Kopium, aber ich kopiume auch sehr hart. Diese 50% sollen eben mindestens 60 werden. Und aus den 100 von der Red Flask würden dann 120 werden. Sich persönlich als realistisch. Wie gesagt, jeder Prozentpunkt erspart dir mindestens eine Stunde Grind. Ich meine, um 1% werden sie es nicht erhöhen, aber... Ich meine, die bestehenden Flasks 1,5 mal so gut machen, also die Casher bringen noch 150 mehr und die Penya 75 mehr. Oh. Ja, das ist ja das, was ich sage. Das ist doch das, was ich sage. Einfach ein bisschen besser. Muss nicht die Welt sein. Ich würde schon 10% nehmen. That's what I'm saying. Also ich meine, spätestens bei der nächsten Level-Erweiterung müssten sie es machen. Also, wenn es dann, was ist die nächste Level-Erweiterung, auf 210 oder so? Wobei davor kommt wahrscheinlich erstmal noch 195 oder so. Aber, ich meine, irgendwann müssen sie es ja machen. Ich meine, du kannst ja nicht immer den gleichen Zeitraum vorgeben. Also diese 6 Monate FEC, Pi mal Daumen. Und du musst aber immer mehr Level-Ups machen. Irgendwann geht es ja gar nicht mehr. Also irgendwann würden das nur noch die Ultrasuchtis schaffen und ein Normalspieler wird nicht mal in die Nähe vom Maximallevel kommen in den 6 Monaten. Also irgendwann müssten sie es erhöhen, theoretisch.